Wie behandelt man seine Frau im Islam? Hier sind nur einige Beispiele mit Beweisen aus der Sunna, um ein klares Wort zu diesem Thema zu sagen und zu zeigen, wie optimal der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Gattinnen behandelt hat. 1. Zu ihr zu lächeln. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Lächeln von dir zu deinem Bruder ist eine Wohltätigkeit, Sadaqa. Deine Frau verdient es am meisten, vor ihr Gesicht zu lächeln. 2. Von ihrem Becher zu trinken. Aisha überlieferte, als ich einmal menstruiert war, trank ich aus einem Becher, dann gab ich ihn dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da suchte er die Stelle, wo meine Lippen den Becher berührten, und trank aus derselben Stelle. 3. Den Bissen in ihren Mund zu legen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, und wahrhaftig, was auch immer du spendest, so ist es ein Sadaqa, selbst der Bissen, den du in den Mund deiner Frau legst. 4. Sich in ihr Schoß zu lehnen. Aisha überlieferte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bepflegte, seinen Kopf auf meinen Schoß zu legen, auch wenn ich menstruiert war, und rezitiert manchmal den Koran. 5. Ganzkörperwaschung nach der Janaba mit ihr vorzunehmen. Aisha, Salama, Maimuna und Ibn Umar überlieferten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam bepflegte, Ganzkörperwaschung nach der Janaba mit seiner Frau aus demselben Wassergefäß vorzunehmen. Dabei bepflegte er seiner Frau zu sagen, lass mir mal etwas Wasser übrig, und sie auch sagt, lass mir mal etwas Wasser übrig. 6. Mit ihr zu spielen und zu kuscheln. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu Jabir, hättest du doch eine junge Frau genommen, das heißt geheiratet, mit der du spielst. Aisha überlieferte auch, ich war einmal mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf einer Reise. Er sagte zu seinen Gefährten, geht mal ein bisschen fort. Dann sagte er zu mir, komm mal, wir laufen mal mit den Pferden um Wette. Die Wette könnte mit den Fahrrädern sein oder im Fitnessstudio und nicht unbedingt mit Pferden. 7. Ihr beim Haushalt zu helfen. Aisha wurde einmal gefragt, was bepflegte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hause zu tun? Sie antwortete, er war wie die anderen Menschen. Er bepflegte sein Gewand zu nähen, sein Schaf zu melken und sich selbst zu bedienen. 8. Für sie den Mund mit Siwak zu reinigen. Aisha überlieferte, das Erste, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam tut, wenn er sein Haus betritt, ist Siwak zu benutzen. 9. Sich für sie zu parfümieren und zu verschönern. Ibn Abbas sagte, ich mag es, für meine Frau schön zu machen, genauso wie ich mag, dass sie sich für mich schön macht. Ibn Abbas ist ein Gefährte und Schüler des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und als Beweis rezitierte er dann diesen Vers. Und ihnen, den Frauen, steht in rechtlicher Weise gegenüber den Männern das Gleiche zu, wie den Männern gegenüber ihnen. 10. Sie mit ihrem besten Namen oder Kosenamen zu rufen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bepflegte Aisha mit dem Kosenamen O Humaira zu rufen. Humaira ist die Verkleinerungsform von Hamra oder eine weißhäutige Frau mit roten Wangen. Er bepflegte auch, sie mit dem Kosenamen Aish zu rufen. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, O Aish, hier ist Jibril, der grüßt dich. Aisha überlieferte auch, dass sie einmal sagte, O Gesandter Allahs, alle deine Gattinnen haben schon einen Beinamen außer mir. Da nannte er sie ab nun Abdullah, das heißt Mutter von Abdullah. Da sie keine Kinder hatte, machte er das, um sie zu trösten und zu erfreuen. 11. Die Augen vor ihren Charakterfehlern zu verschließen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ein gläubiger Mann soll keine gläubige Frau hassen. Wenn er etwas an ihrem Charakter nicht mag, gefällt ihm irgendein anderer Zug an ihr. 12. Sie zu trösten und ihre Tränen wegzuwischen. Anas überlieferte, Safiya, die Gattin des Propheten sallallahu alaihi wasallam, war einmal mit ihm auf der Reise. Sie musste sich jedoch während der Fahrt der Karawane unabsichtlich verlangsamen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging zu ihr hin, als sie weswegen weinend war. Sie sagte, du hast mir nur ein langsames Reittier auserwählt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam versuchte dann, ihre Tränen mit seiner Hand abzuwischen und sie zu beruhigen. 13. Das von ihr gekochte Essen nicht zu kritisieren. Abu Huraira sagte,
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah nie irgendwelche Mängel an der Speise. Möchte er sie, aß er. Möchte er sie nicht, ließ er das Essen stehen. 14. Ihr für irgendeines Angebotenes zu danken. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer den Menschen nicht danket, danket auch Allah nicht. 15. Ihre Familie und Freundinnen zu respektieren. Aisha überlieferte, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ein Schlachtvieh verteilte, verschenkte er etwas davon auch an Khadijas Bekannten. 16. Die feste Liebebeziehung zu ihr zu äußern. Aisha erzählte einmal über die Geschichte von Sarah mit ihrem Mann, welcher zu ihr gütig und liebevoll war, sie aber danach geschieden hat, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dazu sagte, ich war zu dir wie Abu Zara zu seiner Frau Zara, aber ich scheide dich niemals. 17. Ihr in Krisen beizustehen und Ruqya für sie zu machen. Aisha erzählte während der Krise der ungeheurischen Lüge über sie und sagte, immer wenn ich normalerweise an etwas leide, bepflegte er mir gegenüber warmherzig und gütig zu sein. An jenen Tagen tat er dies aber nicht, da war ich deswegen traurig. Es geschah, als er nun mein Zimmer betrat, wo sich meine Mutter um mich kümmerte, dass er mich bloß mit den Worten „Wie geht's?“ und nichts mehr sagte. Also, das heißt, die übliche Frage „Wie geht's?“ ist das am wenigsten schöne Wort, welches der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seiner Gattin sagt. Aisha überlieferte auch, wenn einer von der Familie oder den Gattinnen des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam erkrankt wird, rezitiert er Muawwizat, um Ruqya zu machen. Das heißt Sure al-Falaq Nummer 113 und Sure an-Nas Nummer 114. 18. Sie bei Gottesdienstleistungen zu unterstützen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, möge Allah sich dem Mann erbarmen, der in einem Teil der Nacht aufsteht und betet und seine Frau weckt und ihr, wenn sie es ablehnt, Wasser in ihr Gesicht spritzt. 19. Sie vor dem Haus verlassen zu küssen. Aisha überlieferte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam küsste eines Tages eine seiner Gattinnen, daraufhin ging er auf den Gebetsplatz, ohne Gebetswaschung vorzunehmen. 20. Bittgebet für sie zu machen. Aisha überlieferte, als ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit fröhlichem Gesicht sah, sagte ich, O Gesandter Allahs, mach Bittgebet für mich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Allah, vergib Aisha ihre vergangenen und zukünftigen Sünden, im Geheimen und in der Öffentlichkeit. Aisha lachte so sehr, dass ihr Kopf in seinen Schoß fiel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihr, mach dich mein Bittgebet glücklich? Aisha sagte, warum sollte dein Bittgebet mich nicht glücklich machen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, bei Allah, es ist mein Bittgebet für meine Umma bei jedem Gebet. Nun die Frage, gilt derjenige, der diese Bräuche nicht macht, als kein gut praktizierender Muslim? Antwort ja. Warte bitte mal. Wir wissen schon, der Islam hat zwar viele Dienstleistungen und Einzelheiten, aber der Islam ist auch als einheitliches Ganzes zu betrachten. Wenn der Muslim dann solche Lehren vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam vernachlässigt und seine Rolle als Muslim bzw. hier als Ehemann zu Hause nicht erfüllt, gilt er hier nicht als ein gut praktizierender Muslim. Allah hat die Wahrheit gesprochen, als er sagte, und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt.